Stopp. Ultra ärgerlich, der Eingang ist eingerüstet. Welcome to the Great Scenic Railway. You put your hands up to the sky, but never out to the sides. Yeah, roller coaster! Hello, my name is Freya. We are at Melbourne's Luna Park in good old St Kilda, Victoria. Well, I mean, it's going to be driving the scenic railway. Pretty cool getting paid to drive a roller coaster for a living, so. Hat mir sehr gut gefallen. Wandern wir nach Australien aus und ich werde hier bremsen auf der Holzachterbahn. So wie wir es befürchtet haben, wird das Ganze hier nix. Pony Poo. Mahlzeit und herzlich willkommen beim weiteren Videomagazin und einem neuen Video unsererseits. Das sind wir beide. Heute Morgen ist hier in Australien, in Albury, wo wir uns befinden, ein wunderschöner Morgen. Die Sonne geht gerade auf hinter mir und die Luft ist angenehm frisch. Die Nacht war, ja, das Bett war irgendwie, du bist fertig? Wieso? Darfst du nicht fliegen? Wir können euch das Hotel leider nicht von oben fliegen zeigen, weil wir keine Starterlaubnis haben. Schade. wir dürfen nicht fliegen hier. Flugverbotszone, genau. Und die Nacht war irgendwie, wie gesagt, ein bisschen komisch. Also es war irgendwie ziemlich eng und ziemlich warm. Wir haben die Klimaanlage zwar auf 18 Grad gestellt, aber da kam auf keinen Fall 18 Grad raus. Es war kühle Luft, aber in dem kleinen Raum hat sich das irgendwie nicht so, ja, verkühlt. Aber wo ich ins Badezimmer gegangen bin heute Nacht, habe ich gedacht, oh, hier ist aber schön. Ja, Menschen strahlen halt viel Hitze aus. Du bist ein Gecko. Du strahlst Hitze aus. Heizpilz nennt der mich. Ich mach mal den Kofferraum zu, ne, Dennis? Oder brauchst du den noch? Was hast du dir da geholt? Flying Power, hier, Guatemala. Guatemala. Ja, da kostet so ein Sixpack irgendwie $13 oder so. Das ist schon lecker. Mir genauso? Ähnlich? Sehr ähnlich, ja. Das ist schon lecker. Sehr schön. Pucci ist jetzt Fan von Guarana. Okay, wir machen uns jetzt auf dem Weg. Wir haben uns auch übrigens was zu essen gemacht. Wir haben uns gestern so Toasties gekauft und haben hier eine Packung Wurst und haben uns dann heute Morgen was getoastet hier für die Fahrt, damit wir auch was frühstücken, weil irgendwie ist das ein bisschen blöd, immer nur abends zu essen. Und haben uns dann ein bisschen was hier belegt. Und der Bro möchte gerade, dass ich hier meinen Drink zeige. Wo ist das denn? In der Mitte. In der Mitte. Watermelon. Die haben hier so geiles Wasser. Oh. Gottverdammt. So geiles Wasser. Mit Geschmack. Und das ist hier so Kohlensäurewasser und hat Wassermelonen-Akzente. Das finde ich super lecker und sehr erfrischend. Bei uns gibt es das meistens irgendwie nur in still, so Geschmackswasser. Deswegen finde ich das ganz cool, dass das hier Sparkling ist, weil ich liebe Sparkling. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Dass wir jetzt losfahren und ja, 3,42 jetzt gerade. Okay. Ja, aber die Kilometer sind voll kacke mit Maut. Das sind, glaube ich, mehr. Und wir fahren jetzt fast 4 Stunden zum nächsten Stopp. Things got so complicated. Not like it was before. At the edge and we should break it. You keep on coming back for more. Hello. Wir sind jetzt seit ungefähr 2 Stunden unterwegs. Ein bisschen mehr sogar. Und wir fahren straight dieselbe Autobahn seitdem. Wir haben einen kurzen Pipi-Stopp gemacht. Ich glaube, da hat er wohl was erzählt, oder? Hast du was erzählt? Nein, hat er nicht. Wir haben einen kurzen Pipi-Stopp gemacht. Das war halt so ein kleiner Rastplatz. Wie war dein Klo? Rastplatz. Okay, ja. Ja, for free Rastplatz irgendwo. Ja. Team Edelstahl und ja. So. Boah. Ja, also bei mir war es okay. Ich habe schon sehr viel ekligere gesehen, sag ich mal.
Wir haben auf jeden Fall gesehen, dass hier noch mehr Koala-Schilder waren. Achtung, Koalas. Und sogar Koalas Crossing. Also das ist halt nicht nur, dass sie da sind, sondern dass sie auch regelmäßig hier über die Straße laufen. Und wir haben leider keinen Koala gesehen, außer einen. Der war etwas lediert. Der war leider schon tot. Den haben wir am Straßenrand gesehen. Und viele Kängurus wieder hier am Straßenrand, leider. Ja, da war gerade auch wieder eins. Ja, tut mir total leid für die Tiere. Das ist ganz schön scheiße. Und was aber witzig war, hier sind jetzt irgendwie, waren so Stellen, wo total viele Kakadus einfach am Seitenstreifen gesessen haben und irgendwas gepickt haben. Also weiße Kakadus einfach, so wie man Kakadus kennt. Und irgendwie war da noch so ein bunter Papageien, haben wir auch gesehen. Auch mehrmals. So kleinere, also jetzt kein Ara, aber irgendwas Papageientierisches auch noch gesehen. Also ja, aber die Kakadus im Rudel mit ganz vielen waren die irgendwie dann überall. Das war witzig. Ja, es hat sich jetzt irgendwie zugezogen. Die Wolkendecke hat sich verdichtet. Vorhin hat noch so schön die Sonne geschienen, aber wir fahren auch noch 100 Kilometer. Da kann noch alles passieren. Wir melden uns, wenn was ist. Wir haben übrigens gefrühstückt. Es war okay. Fandst du es? Also, man fühlt sich jetzt irgendwie auf jeden Fall gesättigt. Oder? Nein? Ja, doch. Doch, ne? Ja, zu. Und das ist so voll Klotz im Magen. Das Weißbrot einfach. Ja, das geht ja noch. Also Ja. es ist für mich auf jeden Fall mehr gesättigt als von Toast. Toast ist so geil und das ist so kacke. Also es ist auch nicht so viel los hier. Alles ganz entspannt. Der Bro fährt die ganze Zeit Tempomat. 110 km/h ist hier übrigens das Tempolimit auf den Autobahnen. Mehr haben wir noch nicht gesehen, ne? Nee. Ne, ich glaube, das war's auch. Jetzt müssen wir 80 fahren, weil die Surface rough ist. Übrigens, hier ist auch die ganze Zeit natürlich der Fahrradweg. Das ist hier einfach so, dass der Fahrradweg auf dem Seitenstreifen ist. Das ist hier ganz normal. Wir haben hier aber noch kein Fahrrad gesehen, aber dafür vorhin einen Fußgänger. Das sah aus, als ob der Müll eingesammelt hat, aber nicht offiziell, so wie der angezogen war. Keine Ahnung. Auf der Mittelspur. Genau, hier auf dem mittleren Streifen. Hier ist auch dann die Warnung, Achtung, Ja. ne, Fahrräder fahren jetzt von hier einmal quer über die Auffahrt, Ja. weil die müssen ja wieder auf den Seitenstreifen. Ja, das ist speziell. Gut. Bis später. So complicated. All I wanted was your love. And it's time, should we break it? 'Cause I'm not staying anymore. I've been waiting here before. It is not the first time. Thinking that you'll change this time. No, I don't need a heartbreak. I don't need to save you. 'Cause I gotta be you. 'Cause I gotta be you. No, I don't need a heartbreak. I don't need to change you. 'Cause I gotta be you. 'Cause I gotta be you. And keep telling everyone you got it, but they can't see that you are lost here. I don't need a heartbreak. I don't need to change you. 'Cause I gotta be you. 'Cause I gotta be you. Wir sind angekommen in Melbourne. Das ist der Eingang. Ja, guck mal, das sind doch die Türme. Und beim Luna Park Melbourne, letzte halbe Stunde war jetzt ein bisschen sehr viel Traffic. Also in dem Moment, wo es anfing, dass du von eine Stunde bevor wir hier waren, die Skyline gesehen hast, wurde die Autobahn voll. Und dann jetzt hier durch die City war natürlich noch schlimmer.
Aber wir sind da. Luna Park Melbourne, auch ein uralter Freizeitpark mit 1913 auch. 1912. Holzachterbahn, wie ihr schon seht, Scenic Railway mit Bremser. Es gibt nicht mehr viele Achterbahnen, die einen Bremser mit an Bord haben. Die haben noch einen, der hat gerade eine Testfahrt gemacht. Noch eine weitere Bahn, noch eine Geisterbahn und so weiter und so fort. Das machen wir jetzt alles gleich. Ultra ärgerlich, der Eingang ist eingerüstet. Ganz cool, aber da ein Banner vorgemacht mit dem Gesicht, was so ikonisch für den Eingang ist. Es ist ein sehr ähnliches Gesicht zu dem aus dem Luna Park in Sydney, aber nicht gleich und trotzdem hätten wir es jetzt gerne noch mal so gezeigt. Mist! Ah, mein Gott. Bei so Reisen, also wenn das so die Sachen sind, die nicht klappen, ist das, glaube ich, sehr zu verkraften. Please make sure you've got your tickets and wristbands ready for me once you reach the gate. If you have any loose items, hats, bags, anything in your pockets, make sure it's going in the big old tub. Now once you guys are on the platform, ready. Now we're going to be starting in just a moment. I'm just going to wait until the driver's back and we get you all clear and we'll be good to go. Sure? Fabulous. Hello everybody and welcome to the Great Scenic Railway. Now this roller coaster is 112 years old, making it the oldest currently continually operating roller coaster in the world. As such, because it is so old, we've got very, very important rules to follow. First and foremost, there is strictly no use of any mobile phones or cameras. For the safety of everyone on this train, in our park and around in St Kilda, we need to keep all of our loose items safe, secure and away. Now we have some very narrow tunnels here today, so if you feel like showing some joy, you can put your hands up to the sky, but never out to the sides. Up, but never out. Now your driver today is Freya! Give her a round of applause! Now Freya is going to be showing you how strong they are by pulling the brake on this 2-ton train. So please make sure you listen to everything that they tell you to do. The driver's word is the law, and the job is to keep you nice and safe, so make sure you listen up. But most of all, everyone, have fun! And welcome to the Great Scenic Railway! Woo! This is good.
name is Freya. We are at Melbourne's Luna Park in good old St Kilda, Victoria. What is your job here? So I am in charge of the rides and games department. Okay. So you're doing all the rides, or? Yes, and help running the day and keeping everyone where they need to be and that kind of things. But yes, started at the bottom and worked my way up through. So yeah, have the joy of being able to operate everything that runs here. What is your favorite attraction to operate? Well, I mean, it's going to be driving the Scenic Railway. Pretty cool getting paid to drive a roller coaster for a living, so can't beat that one. So you said you drive the roller coaster. So I think there might be people who think, she's pushing buttons, or what is she talking about? Yes, so we have a heritage listed roller coaster, the Scenic Railway. It is gravity fed, so it gets pulled up to the top and then has to have enough momentum to go around the rest of the track. And because of that, we wanted to be able to stop at the platform. You have a standing brakes person, which is the driver. So they in control of the speed of the train as it goes around the track to make sure it gets safely back to the end of the platform. So how many drivers do you got? It varies from times of year. At the moment in summer, we've probably now got about 15 or so that are trained up. It's a big process getting everyone trained. They've got to do 24 hours worth of driving and training before they get people on there. So it's a big achievement to get it in the end. What do you have to, so what is important by driving this roller coaster? What do you have to know? Because it's gravity fed, it's affected by lots of things like the weather, how many people are on the ride, so every cycle is different. So it's really getting a feel for how the train works and knowing how much brake to apply and when to apply it, and being able to judge the speed of the train so that you know that you're going to have enough to get around and make it all the way back. What would you say, are there people who won't manage it that you're training to become a driver? It's quite a physical process. So it's sort of the final step in a ride operator's dream here at Luna Park is to be able to be a driver of the Scenic Railway. So there's lots of training and things that they go through and looking for the right candidates in that regard. But yeah, it's also one of those things you never know until you're on there. We had one person that had vertigo that gave it a try, and they walked up to the top of the track one day and were like, no, that's not for me, because you never know until you're on there in some ways, because it's a bit of an unusual thing. But for the most part, people are really excited to jump on and give it a try. So is it still happening that the roller coaster is standing somewhere on the track because somebody braked too much? Or it does occasionally happen, or if we get a nice Melbourne weather day where the changes of the wind from 0 to 100 in 10 seconds, it does get occasionally stopped, and then a team of us march up there and give it a big push to get going again. So the people just stay sitting in there and then you push? Yeah, we push. Yeah, a lot of effort to push, but yes. Not just no, sadly. The roller coaster is very old. Is there any special things to know about the roller coaster that it's so old? So it's heritage listed as well, so it was built in 1912. And one of the joys of it being wooden is that we can continuously replace and do maintenance of it, so we can keep it going for another 100 years, hopefully. Yes. But it does mean that it has to be meticulously, when we are doing that maintenance, it has to be done in a very certain way, using specific materials to keep it the same as it always was. Of course. Oh, good. Cheers. That's all right. Easy. Die Gondel ist gelockt. Direkt verraten worden von der Freundin, weißt du? An Pranger gestellt.
sogar welche drauf. Wir haben uns gerade gefragt, wir stehen bei der Geisterbahn gerade an, in Luna Park, Melbourne. Und haben uns gerade gefragt, irgendwie wurde hier was mit gelben Stickern gemacht, was man nicht mehr macht. Und ich so, ja, nee, hier. Hier sind so Noppen drin, die kann man rausholen. Die kann man dann überall hinkleben, wenn man das lustig findet. Ich hätte sehr unique rote im Angebot. Aber dann weiß doch jeder, dass ich das mache. Ja, wir haben übrigens, habt ihr ja auch gerade schon gesehen, Scenic Railway haben wir mit angefangen. Eine 112 Jahre alte Holzachterbahn. Oder 113. Jetzt wären es 113. Und ein bisschen was dazu habt ihr gerade auch erfahren, was da so besonders dran ist. Und ich glaube, du brauchst also mehr Stunden auf der Holzachterbahn, bevor du die fahren darfst, als bei uns ein Führerschein. Bei 24 Stunden, da hast du 24 Fahrstunden, hat man das? Ich weiß, so viel hat man nicht, ne? Oder? Wie viel hat man? War echt cool, fand ich. Ich habe aber die Ohren auch zugehalten. Die Augen zugehalten. Deswegen, ja, richtig coole Szenerien irgendwie teilweise. Ein paar Animatronics, aber nicht zu viele. Erschreckmomente, aber schön gemacht. Die Kulissen und sowas. Richtig lang, schnell, aber coole Wegführung, so immer so zickzackig. Hat mir sehr gut gefallen. Was ich übrigens auch noch gesehen habe, ist der Ride Counter und ich glaube 140 Gondeln soll jetzt in 55 Minuten schon rausgeschickt. Und es ist sehr, sehr dunkel, aber für die Fahrt sehr passend. Ich weiß nicht, wie viel ihr sehen könnt. Das seht ihr jetzt, was ihr seht. Was nicht, natürlich nicht, logischerweise. Haben wir eigentlich gesagt, dass wir den Spinning Coaster gefahren sind? Nee. Vor der Geisterbahn sind wir noch einen Spinning Coaster gefahren. Bevor wir noch mehr vergessen, was ihr hier fahren könnt, gibt es jetzt eine kleine Zusammenfassung der Fahrattraktion. Der Luna Park Melbourne. Nicht nur die Heimat der ältesten Achterbahn der Welt, sondern auch für sich schon sehr geschichtsträchtig. Am 13. Dezember 1912 eröffnete der Luna Park Melbourne in Victoria, Australien. Am selben Standort versuchte sich bereits 1906 ein Dreamland als Lunapark zu etablieren und scheiterte letztendlich 1909. Der heutige ganzjährig geöffnete Lunapark wurde vom amerikanischen Schausteller J.D. Williams zusammen mit den Phillips-Brüdern Harold, Leon und Herman erbaut. Neben der ältesten Achterbahn der Welt, einem SBF Visa Spinning Coaster und dem Ghost Train gibt es noch mehr im Lunapark zu entdecken. Moon Balloons zum Beispiel ist die kleine, süße und hier hübsche Version des beliebten Riesenrads.
Das normale klassische Riesenrad gibt es hier natürlich auch. Seit 1971 dreht mitten im Park Skyrider Ferris Wheel seine Runden. Wenn wir schon bei Klassikern sind, darf auch eine Schiffschaukel nicht fehlen. Das Pirate Ship aus japanischer Produktion heißt im Luna Park Twin Dragon. Supernova dagegen bringt euch hoch hinaus über den Park, samt Blick über Port Phillip Bay. Mit der Eröffnung 2019 ist dieser Ride sehr modern verglichen mit Spider aus dem Jahr 1983. Zumindest optisch viel neuer ist direkt neben Spider von Huss Park Attractions The Enterprise. Dieser Maschinenbau Evergreen ist von 1979. 2001, zum Standardportfolio von jedem Park gehörend, kam Red Baron dazu. Von Luna Park zu Luna Park, zumindest aus der Zeit, gibt es in Australien als Hommage nach New York den Zamperla-Turm Coney Drop. Das Luna Park Karussell ist so alt wie der Park und wurde 1913 von PTC gebaut. Auch Philadelphia Toboggan Coasters gibt es heute noch. Seit 2020 gibt es von Zamperla für die kleinsten Gäste auch den Happy Swing. Richtig cool ist dann auch noch The Roadrunner. Quasi ein Rocking Tug, nur mit Auto als Gondel, bei dem sich auch die Räder drehen. Früher saisonal vor Ort, wurde The Power Surge 2013 fest im Park installiert. Damit ist auch für die wildesten Thrill-Fans ein Angebot geschaffen. Luna Park Melbourne hat auch eine Art Ranger mit Doppelarm, der hier auf den Namen Pharaoh's Curse hört. Das alles und noch viel mehr könnt ihr im Luna Park Melbourne erleben. Mehr dazu ja auch hier im On-Tour-Vlog. Ich kaufe 2 Coca-Cola-Produkte und krieg Hut. Was ist los hier? Ja, ich habe gerade so einen Aufsteller gesehen. Ich wollte mir eigentlich nur einen Softdrink holen, um hier meine Tabletten zu nehmen. Und dann habe ich einen Aufsteller gesehen, dass man für 2 Coca-Cola-Produkte dann einen Hut bekommt. Es gab den mal in Rot, den gibt es aber nicht mehr. Und dann habe ich noch gefragt, ob es das noch gibt. Ja, und dann habe ich halt 2 genommen. Voll cool, oder? So, ich habe ja ein bisschen was gesehen, was hier geht, was hier steht. Ja, typischer Luna Park, richtig oldschool, den gibt es seit 1912. Das muss man sich mal überlegen. Und die Achterbahn dementsprechend auch. Ich finde das total geil, dass sie zweimal um den Park drumherum geht. Die ganze Holzachterbahn umschließt den Park. Es wird gerade viel Neues noch hochgezogen und gebaut. Und die Dodgems, die Autoscooter, die sind hier rausgezogen, sind gerade übergangsweise in einem Zelt. Und ansonsten gibt es halt die üblichen Fahrgeschäfte, wie ihr sie aus Luna Parks kennt. Du hast hier direkt das Meer, eine wahnsinnige Bahn, da muss man sich auf jeden Fall angucken. Und hier, wie ihr seht, nicht nur mit dem neuen hier in der Mitte, sondern auch der Eingang, der renoviert wird. Also hier passiert auch einiges. Beim Double Ranger finde ich es auch so geil, dass du da einfach so eine Straßenbahngondel davor hast, wo man auch sitzen kann als Terrasse und auch drin sitzen kann. Und dann ist das aber irgendwie auch dann so eine antike Ausgrabungsstätte und auf einmal Double Ranger der Double Ranger rum. Cool. Sehr, sehr cooler Park, Luna Park Melbourne meiner Meinung nach. Und sehr, sehr cool und wichtig, dass diese Geschichte erhalten bleibt. Das ist einfach die Basis von allem, was wir heute machen. Alle großen modernen Achterbahnen basieren quasi grundlegend auf solchen Achterbahnen, wo doch Bremser mitfahren. Und es gibt nicht mehr viele Achterbahnen und Bremser auf der Welt. Ich glaube, eine fehlt uns noch, die es gibt. Und dann haben wir sie alle. Holen wir uns. Wir sind jetzt gerade hier im Merchandise-Shop vom Luna Park Melbourne und der Merch ist richtig cool. Also die Klamotten sind total cool, jede einzelne Attraktion, also nicht jede, aber viele, haben ihren eigenen Merch. Alle so in demselben Stil.
bieten sogar einen Pullover an. Braucht man hier vielleicht nicht. Ja, doch. Doch. Und Hüte, Kappen verschiedener Art. Ja, und halt so Zeug, was keiner braucht. Aber sonst schon echt coole Sachen. Magneten. Genau, Magneten, Flaschenöffner, Pin haben sie, Tasse. Alles, was man braucht, aber halt irgendwie nicht so plakativ, sondern einfach nur Lunapark aufgeschrieben und schön. Doch, also ich bin da. Ich nicht. Hä? Du bist hier. Ist sie schon erschrocken, ne? Gar nicht. Aber also grob klappt das ja. Ja, guck mal, da sind wir. Cool. Was hast du gemacht? Hier ist so ein riesen Tablet in dem Merchandise-Shop. Hier kann man nämlich am Ende seine Fotos kaufen. Und hier ist so eine Kamera vorne drauf. Und da kann man Face Search drücken und dann muss man sein Gesicht da reinhalten und dann sucht die dein Gesicht auf den ganzen Attraktionen heute, die Fotos gemacht haben. Und es hat gut geklappt. Da bin ich. Wo guckst du denn hin? Bombat? Bombat Baby? Was man noch erwähnen muss heute, wenn wir schon in Melbourne sind, es sind gerade Australian Open, also hier Tennisspielerei in Melbourne, was jeder kennt. Gestern war Halbfinale der Frauen. Beste Zeit, um jetzt hier zu sein. Und wir haben, was haben wir eigentlich für einen Tag? Freitag. Sonntag, Sommerferien, Sonntag und Feiertag. Aber da reden wir in 2 Tagen drüber in dem Vlog. Fällt mir nur auch gerade ein. Es ist schon, also jetzt am Meer direkt, ne, mit der Brise ist das wieder sehr angenehm und erträglich, obwohl es gerade ziemlich warm ist. Aber Montag 37 Grad oder was? Ne? Heute geht's auf jeden Fall, klar. Heute ist einfach nur schön. Die Sonne scheint, es ist eine Brise. Es ist einfach wunderschön. Obwohl es auf dem Hinweg sehr zugezogen war und sehr schlecht aussah, ist es hier beautiful as. Und ich finde das Schild unfassbar geil, dass die Tür frei halten werden muss, sonst wird dein Autoscooter abgeschleppt. Ich liebe sowas. Das sind voll die geilen Details und voll das geile Piktogramm für mich. Eine Frage, die sich ganz am Anfang der Tour gestellt hat, ist, wie funktioniert das mit den Helmen an diesen Mietrollern? Die haben auch so ein Nupsi-Einhak-Ding, wie das die Fahrräder im Gepäckkorb haben, was wir gesehen hatten, auch mal geklärt. So, vielleicht hier noch einen Shot und dann haben wir von außen auch das, was möglich ist bei der Achterbahn aus Holz hier. Wir stehen hier gerade außerhalb des Lunapark Melbourne und warten auf die Achterbahn. Und da steht hier ein Auto und der Bro hat da ein Knöllchen entdeckt, weil hier überall ist Paid Parking, also man muss überall einen Parkschein ziehen. Und der hier hat keinen Parkschein und hat jetzt Knöllchen bekommen. $99. Nicht schlecht. Wir stehen da vorne und wir haben uns ein Ticket geholt. $18,62 für den ganzen Tag theoretisch. Aber brauchen wir nicht, aber gibt es. Ja. Ja, oder 2 Stunden schaffen wir nicht. Oder nur 2 Stunden und die sind aber auch nicht viel billiger. Ich glaube, die kosten auch 12 oder so. Also Preis-Leistungssieger ist das ganze Tagticket. Und die 2 Stunden haben wir auch nicht geschafft, denn wir haben jetzt schon Viertel 1. Da ist auf jeden Fall klar beschrieben, wann der Park aufhat. Groß, deutlich außen direkt zu lesen. Und heute von 11 Uhr morgens bis 22 Uhr abends übrigens. Da ist die Holzachterbahn schon unterwegs, schon wieder unterwegs.
Also wenn alle Stricke reißen, wandern wir nach Australien aus und ich werde hier Bremse auf der Holzachterbahn. Ey. Bremser? Ja. Echt? Der muss ja auch einen Job haben hier, Du oder? kannst doch auch YouTuber sein. Ja, aber Freizeitparkvideos wird schwierig. Oh. Ist schnell durchgespielt. Oder du musst immer viel fliegen. Oh nee, ich hasse Fliegen. Ja. Also, jeder von euch sagt 5 Freunden, dass sie den Kanal abonnieren sollen. Die sagen 5 Freunden Bescheid, so wie das bei den 3 Fragezeichen immer läuft, damit ich nicht nach Australien abhaue und keine Freizeitparkvideos mehr mache. So, jetzt haben wir einen Deal. Oder? Und also, ich will, dass der Bremser wird, das will ich sehen. Genau. Wahrscheinlich. Ja. So, wir gehen jetzt mal das obligatorische Urlaubsfoto am Strand mit Palmen machen. Sieht wohl so aus, dass ich Saisonkraft werde, ne? Do you feel alive? You know I'm going crazy for you tonight. Alter, das ist doch mal geil, oder? 3 Meter Sand, hier so eine Gap, wo man sitzen kann, das Meer. Voll schön. Hat aber auch ein bisschen Ostsee-Flair, oder? Jetzt gerade, nur mit Palmen. So, wir sind ja wieder unterwegs. Absolute Stau mit Zuflussregelung. Gerade vor uns hat sich fast einer in ein Betonmischer reingedrückt. Wenn man meint, dass das Auto da gut aufgehoben wäre. Der Hafen ist ja jetzt auch nicht weit. Containerschiff haben wir ja auch gesehen. Und die Container fahren hier natürlich auch raus, aber auch allgemein mit den LKW so krass, dass du halt überwiegend hier Lang-LKW hast. Keine Roadtrains, das ist ja nochmal was anderes. Aber alles Sattelzüge, wo meistens, also nicht wie hier der Fall, normaler Sattelauflieger plus langer Sattelauflieger, also 2 Sattel hintereinander, sondern 20 Fuß Container samt 40 Fuß Container ist so die Regel jetzt von der Größe her, ne? Motorwagen, Sattelauflieger. Ach so, das ist jetzt hier One Lane. Ja, ich lasse den glaube ich mal vor, das dauert noch einen Moment. Hier ist der zweite Sattel, fängt jetzt hier an. Ja, das ist sehr schön, dass ich jetzt grün habe. Und der 20 Fuß Container. Ja, Kollege, jetzt bin ich aber auch hier. Also jetzt ist ja mal gut hier. Ja, BMW-Fahrer, die sind ja alle nicht so gut. Also nichts gegen Moritz, aber oder Moritz. Ja, 1,5 Stunden fahren wir jetzt zum nächsten Freizeitpark. Ob wir da überhaupt reingehen, gucken wir dann mal vor Ort und reden dann darüber. Wenn was passiert unterwegs, haben wir 1,5 Stunden, werden wir natürlich auch darüber sprechen. Aber was hier so Lastkraftfahrzeugmäßig unterwegs ist, krass. Im Hafengebiet selbst habe ich jetzt schon mehrmals gesehen. Kleinere Fahrzeuge, also kleinere Zugmaschinen. Ja, bedank dich, dass du dich einfach vordrängelst. Im Hafen ist das da. Nee, das ist kaputt. Das ist nicht Blitzer. Das ist auch nicht ganzer Satz. Im Hafengebiet gibt es hier auf jeden Fall öfter leichte, kleinere Zugmaschinen, die dann aber 2 40-Fuß-Container durch die Gegend karren. Die sind dann höchstwahrscheinlich, würde ich mal behaupten, leer. Da ist ja auch der Containerhafen. Und was auch gefragt wurde, ob ich mit dem Linksverkehr klarkomme. Ja, absolut entspannt. Sind wir schon öfter gefahren, haben wir schon öfter gemacht. Und das ist ja der erste Rechtslenker-Mietwagen, der keine manuelle Schaltung hat, sondern Automatik ist. Das macht das Ganze noch viel einfacher. Ja, der LKW hört auch nicht auf dabei. Ich bin auch noch da. Mau. Das Einzige, was mir mehrfach jetzt schon passiert ist, wenn ich blinken wollte, dass ich die Scheiben gewischt habe, weil die Hebel getauscht sind hier. Das hat man, glaube ich, so aber auch noch nicht, weil sonst wäre mir das ja schon öfter passiert. Gut, 54 Kilometer bleiben wir erstmal hier. Das ist so krass.
Da tatsächlich so wie Kaugummi, aber wir sind angekommen. Adventure Park ist ein ja, Theme Park steht überall dran, aber die haben halt paar Fahrgeschäfte, eine kleine Achterbahn, ganz viele Wasserrutschen. So, wir gucken jetzt mal, ob das überhaupt was wird hier, weil das Ganze nämlich auch gar nicht mal so billig ist. So wie wir es befürchtet haben, wird das Ganze hier nichts. Das Ganze ist ein SPF Visa Compact Spinning Coaster und würde pro Person jetzt $74 kosten. Und ganz ehrlich, also so weit Australien noch weg ist und alles, ey, das machen wir nicht. $74 für einen SPF Visa Compact Spinning Coaster, den wir heute schon gefahren sind, den du heute für 55 gekriegt hast, plus Scenic Railway und ein Ghost Train und alles andere drumherum. Nee, man könnte jetzt noch eine Stunde warten, hier draußen irgendwo, und dann für $54 rein, ab 3:30, 45 $. Nee, also jetzt eine Stunde warten und $45 ist Immer noch 27 Euro. 27 Euro. Besser. Nee, beim besten Willen nicht. Also wir sind jetzt extra hier hingefahren, klar, keine Frage, um das abzuchecken, aber das ist ja absurd. Das ist ja wirklich lächerlich für so eine Bahn. Das ist ja nichts anderes, was man jetzt hier machen kann. Und ich fange jetzt nicht mehr an, um die Uhrzeit noch hier meine Badehose rauszuholen und zu rutschen, was mich auch nicht entertaint. Nee, das machen wir nicht. Schade. Aber Full Count Australien wäre so oder so nicht gegangen, aber die Bahn nehmen wir halt dann einfach nicht mit. Das, also, oder willst du? Nein, nein, nee, nein. Okay. So, das war ja jetzt ein bisschen kacker, reden wir gleich drüber. Aber was wir auf dem Weg gesehen haben, allein dafür hat sich die Reise gelohnt, ist, Leute verkaufen Pony Poo für $2 den Sack. Also das finde ich schon ein bisschen amüsant. Und jetzt sind wir bei Suva und jetzt denkt ihr, was, ihr geht jetzt griechisch essen in Australien? Ja. Außerhalb Griechenlands gibt es in Melbourne die größte griechische Community der Welt. Also ich glaube, das ist sogar mehr Griechen als in irgendwelchen anderen griechischen Städten, außer einer. Und deswegen müssen wir das natürlich auschecken. Leider dann nur so ein Imbiss-Style-Charakter, kleiner Laden hier, aber wir gucken mal, was es gibt. So, das heißt ja auch Bar. Ich sag mal, so viel Bar ist das, dass hier noch nicht mal Mythos gibt. Oder jegliches ähnliches vergleichbares Getränk. Aber ganz kurz nochmal zu eben, also wir haben halt gefragt, wir sind Achterbahn-Fans, wollen eben schnell die Bahn fahren, eben schnell reinrennen, wir kommen direkt wieder raus, wir lassen euch auch ein Pfand hier und so weiter und so fort. Das geht da halt alles nicht. Ist ja vollkommen in Ordnung und verständlich, weil die sagen, nee, es ist ja ganz am Freizeitpark, sehe ich jetzt nicht so. Und wir haben auch gesagt, so, ey, wäre es jetzt zum Beispiel so ein Schwarzkopf-Jumbo-Jet gewesen, dann würde man das sogar machen. Oder wenn es jetzt wie heute Morgen Scenic Railway da steht, ey, dann macht man das ist okay. Aber nur für so ein kleines Ding, für uns ist das nicht wert, dass wir das machen, dass da sich dann beim Counten eine Zahl verändert und hier so ein Häuschen blau ist für eine gewisse Zeit, finde ich das schon ein bisschen ambitioniert am Portemonnaie. Genau, dann warum wir beim Griechen jetzt sind, haben wir ja gesagt. Hier neben ist Popeyes, das von der Schrift wird es wahrscheinlich auch die sein, die sonst benutzen, aber das erinnert an diesen Hähnchenbrater aus den USA. Die haben aber Steaks, Sandwiches, Hamburgers, Souvlaki, Seafood Packs, Salads, Dessert, Coffee und überall Eistüten drauf. Ist aber so, unsere Mitarbeiterin hier ist genauso wenig authentisch. Ja. Schauen wir mal, was da überhaupt nicht bei rumkommt. Wir haben auf jeden Fall Open Plate genommen. Das ist halt sozusagen der Teller. Ja, ein Teller. Offener Teller. Ich bin gespannt. Süß. Das riecht schon mal okay. Gyros ist hier übrigens gemischt Hähnchen und Lamm. Also man kann auch nur Hähnchen und nur Lamm haben. Oh. Eine süße Zusammenstellung. So, ne? Das sieht auf jeden Fall anständig aus. Ich habe es schlimmer erwartet. Ich habe auch wirklich grauenvolles erwartet. Fast so grauenvoll wie ein Holzgöffel.
Wie immer im Ausland, die Leute, die keine Zähne haben. Und wenig überraschend ist das Hähnchen ein bisschen trocken, wenn das den ganzen Tag auf dem Spieß dreht. Aber alles fein. Ja, dann mal Juten, ey. Digga, ich glaube, du hast einfach einen Froschkopf auf Hulk drauf montiert. Ja. Hotel. Es gibt hier auch eine Bar, die hat von 10 Uhr morgens bis 4 Uhr nachts auf. Was macht man von 4 Uhr morgens bis 10 Uhr morgens, wenn man jetzt unbedingt Bier braucht? Man geht da vorne in den BWS, Beer, Wine and Spirits. Aber was ist denn noch in dem Hotelzimmer? In dem Hotelzimmer? Inkludiert meinst du? Ja. Man bekommt ein Getränk, also Bier, Softdrink, Wein oder weiß ich nicht noch was? Wasser bekommt man umsonst pro Zimmer einmal mindestens, pro Zimmer pro Person. Das finde ich cool. Und man bekommt noch 10% auf Lunch oder Dinner Rabatt. Cooli. Ist das ein BMW oder warum sind die grün? Das ist ja eine coole Lamp irgendwie. So. Ich weiß nicht, ich stehe noch auf dem Flur. Peoples, wir sind, wie ihr gerade etwas überstürzt vielleicht gesehen habt, in unserem Hotel angekommen. Und das Zimmer habt ihr schon gesehen, super guter Check-in. Das erste Mal bei einem Hotel-Check-in in Australien, dass ich eine ID brauchte. Sonst war immer so, jo, alles klar, du hast einfach... Hier gibt es keine bösen Menschen, du hast einfach den Namen gesagt und dann ist gut. Wir haben ja den Parkplatz auch schon gezeigt, dann sind quasi jetzt hinter euch die Zimmer. Und dann gibt es 3 Möglichkeiten, sich hier irgendwie aufzuhalten, seine Zeit zu verbringen. Die Gaming Area hier, so ein bisschen Casino-Style. Ne? Du darfst auch erst ab 18 diesen Punkt hinten überschreiten. Wo wir jetzt hier gerade sind, wo Sportwetten das Ding ist, das ist ja auch in jedem Laden, gibt es immer so einen Corner mit Videotext offen und irgendwo rennt immer irgendwie ein Pferd rum. Cricket wird auch immer gespielt und ich weiß nicht, was für ein Spiel die da vorne spielen. Es ist auf jeden Fall aufregend gewesen. Hier wurde eben schon rumgeschrien. Aber da gehört auch so ein Automat dazu. Also ich glaube, das ist hier so der bisschen Lotterie. Ja, das ist irgendwie eine Lotto-mäßiges. Mega Millions, Jackpots. Aber es ist auch Freitagabend. Vielleicht ist jetzt hier auch wie Euro-Jackpot die Auslosung. Weiß ich nicht. Das ist eine Area. Dann parallel dazu, durch eine Wand getrennt, teilen sich quasi eine Bar, auch wenn die beiden für sich arbeiten und es auf beiden Seiten unterschiedliche Biere vom Hahn gibt, ist das Bistro. Da kann man da sitzen und was essen. Da gibt es dann auch, wie heißt das, eine Kids-Spiel-Area, ziemlich groß, hat ein bisschen Aula-Charakter. Und daneben ist die Sportsbar. Das hat uns erstmal grundsätzlich angesprochen. Du kamst rein, war ziemlich hell. Da haben wir gedacht, ach, aber ganz nett, aber war auch gar kein Mensch da. Und da stand an der Wand gab es 2 Dartscheiben beleuchtet, es gab 2 Billardtische und wir so, weißt du was, es spielt gerade keiner, komm, wir spielen jetzt eine Runde Billard mal. $2, cool, auch nice. Und dann so, ja, aber was ist denn das für ein Billard? Wieso? Es ist kein Poolbillard. Und dann habe ich erst gesagt Snooker, aber das macht auch keinen Sinn, weil es sind ganz viele orange Kugeln gewesen und rote. Aber Snooker ist noch mal ein bisschen anders, glaube ich. Und als ob da jetzt ein Snookertisch oder 2 Snookertische wären. Keine Ahnung. Aber die Zeit brauchten wir uns gar nicht nehmen, um das rauszufinden. Denn da kam ein Dude und hat gesagt, die machen gerade zu. Und wir haben gleich 7 Uhr oder was, ne, abends. Ja.
das. Also eigentlich, ich habe erst gedacht, die machen jetzt auf erst, weil es gleich 7 Uhr ist, aber dann die machen gerade zu. Die haben um 12 Uhr mittags aufgemacht. Ich weiß nicht, was das für eine Sportsbar in einem Hotel ist. Ja. Das ist übrigens auch von den 3 Möglichkeiten die einzige, die einen Draußensitzbereich hat. Nun gut. Peoples. Wir haben natürlich vergessen, euch was zu erzählen. Gestern waren wir ja kurz in Victoria und dann sind wir aber wieder, also ist der Bundesstaat, dann sind wir aber für das Hotel wieder ein Mühe nach New South Wales gefahren und dann morgens so nach 2 Sekunden Autofahrt kam schon direkt wieder das Schild Welcome to Victoria und dann waren wir schon wieder in Victoria und da sind wir jetzt auch die ganze Zeit und da sind wir auch noch ein bisschen länger und hier ist das halt sehr strikt mit den Alkoholregeln. Hier darfst du nicht draußen trinken, das wissen wir ja, das ist ja in den anderen Bundesstaaten auch so gewesen bis jetzt, dass man halt nicht in der Öffentlichkeit trinken darf, quasi mit einem Bier in der Hand über die Straße laufen. Andererseits so weit in der Öffentlichkeit, dass du in einer Bar am Strand sitzt und da dein Bier trinkst, das ist ja auch in der Öffentlichkeit. Wie es scheint, ist das hier aber nicht möglich. Es scheint so, als ob du hier nur in geschlossenen Räumen quasi trinken darfst. Und weil wir waren ja eben in dieser Sportsbar hier für 2 Sekunden und wollten uns da auch raussetzen, hatten zumindest die Intention. Und dann steht aber an der Tür No Alcohol Beyond this point. Also du darfst keinen Alkohol mit auf die Terrasse nehmen, was ja dann schon quasi bedeutet, weil hier ist ja auch jetzt eigentlich nichts drumherum, wo dich jetzt jeder angaffen könnte, dass es einfach nicht erlaubt ist außerhalb geschlossener Räume. Und das ist eigentlich ein bisschen unchillig, weil es ist eigentlich immer schön, ein Bierchen nach der Arbeit quasi draußen zu trinken. Und besonders, weil das Wetter heute sehr, sehr schön ist und nicht so kalt, nicht so warm. Eigentlich perfekt. Schade. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Und was wollte ich noch was sagen? Meine Augen sind so trocken deswegen blinze ich so viel von dem Wind von der Autofahrt, weil wir sind halt gerne mit offenem Fenster gefahren und das ist jetzt die Quittung, wie man so schön sagt. Ne? Ja, wir sitzen jetzt hier noch und haben unser Gratisbier gerade bestellt und ja, es ist ganz okay hier. Ich habe es schon schlimmer erlebt, es ist eigentlich ganz ruhig. Man hört nur ab und zu die Knöpfe von den Spielautomaten, weil wir ja hier vor diesem Gaming Room sitzen, wie Bro schon erklärt hat. Wir sind weit genug weg von der Kids Play Area, weil da hinten wird auch ein bisschen rumgebrüllt, glaube ich. Morgen nochmal Starten wechseln, gehen wir dann morgen nochmal drüber. Und das, was wir morgen fahren wollen, sind bis jetzt nur 3 Menschen, die Coaster Account nutzen, auf dieser Welt gefahren. Seht ihr dann. So Leute, ihr glaubt mir das ja sonst nicht, ne? Aber checkt das mal. Was ist das? Aber die sind sehr scheu vor Menschen. Look at these beautiful birds. Es fehlen nur noch die Kakadus. Was ist das? Also bis jetzt war hier noch nichts Tödliches, alles war ja niedlich.